Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Unimog 404 von AK Interactive bzw. ICM im Maßstab 1:35. Vielleicht könnt ihr euch noch an mein Video aus dem Sommer 2021 erinnern, in dem ich meine persönliche Bausatzwunschliste vorgestellt habe, also Fahrzeuge und Themen, die es als Plastikspritzgussbausatz bisher nur in unzureichender Qualität oder überhaupt nicht gibt. Einige meiner Wünsche aus diesem Video haben sich mittlerweile erfüllt oder stehen zumindest kurz davor, wie etwa der Ferret Panzerwagen von Airfix, die Panzerkampfwagen 2 der Vorserie von IBG oder der Unimog von ICM. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, als ob sich der eine oder andere Bausatzhersteller das betreffende Video angeschaut und daraus die richtigen Schlüsse gezogen hat. Auf Platz 1 meiner Wunschliste stand der Unimog, von dem es damals als Plastikbausatz im Maßstab 1:35 nur den eher dürftigen Revell-Bausatz des Unimog 435 gab. Im Winter 2022 hat ICM nun endlich einen weiteren Unimog herausgebracht, nämlich den Unimog 404, die wohl wichtigste Ausführung dieses leichten Gelände-LKWs. Mittlerweile gibt's auch schon ein paar Bausatzvarianten mit Pritschen und Kofferaufbauten, und 2 Marken haben den Bausatz als Reboxing ebenfalls im Angebot, nämlich Revell und AK Interactive. Obwohl ich den ursprünglichen ICM-Bausatz schon im Lager habe, konnte ich nicht widerstehen und habe mir auch die Variante von AK geholt, denn die bietet ein paar nette Vorteile. So viel schon mal vorneweg: Der ICM Unimog hat etwas zu kleine Reifen, was vielleicht nicht jeden stört, mich aber schon. Und wenn man es ernst nimmt, dann muss man die Reifen ersetzen, was natürlich immer gewisse Kosten verursacht. Der gleiche Bausatz von AK Interactive kostet im Schnitt 3 bis 5 Euro mehr, beinhaltet als Extra aber die korrekten Reifen aus Resin, und das ist doch ein Deal. Daher habe ich beschlossen, anstatt des ICM Unimog doch lieber den AK Interactive Unimog hier vorzustellen, welcher unter diesen Umständen dann auf jeden Fall auch die bessere Wahl ist. Zur Geschichte des Unimog muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ich denke, so gut wie alle kennen den Unimog. Der Unimog 404 wurde zwischen 1956 und 1980 65.000 Mal gebaut und ist somit die häufigste Variante des Universal-Motorgeräts. In Anbetracht dessen ist es eigentlich ein Witz, dass wir so lange auf einen anständigen Bausatz dieses Fahrzeugs im Maßstab 1:35 warten mussten. Also, schauen wir jetzt mal rein in die Schachtel. Ich denke, den meisten von euch ist die Marke AK Interactive bereits ein Begriff, und zwar vornehmlich als Farbhersteller, aber die steigen jetzt zunehmend auch in den Bausatzmarkt ein, was ich ganz interessant finde. Das ist eine jüngere Entwicklung, die haben letztes Jahr schon begonnen, einige Bausätze von Toyota Geländewegen auf den Markt zu bringen. Das sind Eigenentwicklungen, soweit ich das ermessen kann. Darüber hinaus haben sie aber auch einige Reboxings im Angebot, zum Beispiel einen Panzer 4D, der kommt eigentlich von Dragon, und dann auch 2 Unimog-Bausatzvarianten, die eben, wie schon erwähnt, eigentlich von ICM kommen. Ja, ich habe mir jetzt hier die Variante Europe in Africa geholt. Das bezieht sich auf die Markierungsvarianten, die da beinhaltet sind. Ja, ansonsten hier auf dem Bild sehen wir das portugiesische Fahrzeug. Das ist für mich auch das Entscheidende, da ich ja mit dem ICM-Bausatz ohnehin eigentlich einen portugiesischen Unimog bauen wollte. Und hier ist eben auch schon alles dabei, also die Abziehbilder und so weiter. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Hier die Bauanleitung. Abziehbilder, ja, nicht extra eingetütet. Finde ich immer nicht ganz so optimal. Ich würde mir da wünschen, dass die Abziehbilder doch ein bisschen besser geschützt sind. Dann hier eine kleine Box mit ein bisschen Polstermaterial. Da haben wir die Resinreifen und hier im 3D-Druckverfahren hergestellt eben das Maschinengewehr und die Drehlafette. Gut geschützt das Ganze. Und dann eben die Spritzlinge. Die sind, wie man es auch bei ICM sieht, immer so eingetütet. Alles in einem Beutel drin. Finde ich okay, wenn es einzeln eingebeutelt ist. Ja, kann es auch nicht schaden, aber im Endeffekt
reicht es vollkommen. Der Karton ist sehr stabil, also das ist eine doch ganz vernünftige Verpackung. Wenn jetzt noch die Abziehbilder entsprechend geschützt wären, wäre es wirklich eine Bestnote. Gut, schauen wir uns das Ganze jetzt mal näher an und fangen wie immer mit der Bauanleitung an. Die ist zweisprachig gehalten, Englisch und Spanisch. Das sollte reichen. Hier unten dann noch eine Zeichenerklärung. Die Übersicht mit den enthaltenen Bauteilen, das ist auch ganz praktisch. Hier dann die Resinreifen und hier der Block mit den 3D gedruckten Teilen. Und wie man sehen kann, die ursprünglichen Reifen von dem ICM-Bausatz, die sind auch noch mit dabei. Dann hier eine Farbtabelle, die bezieht sich auf AK Interactive Recolors und auch auf die normalen Acrylfarben von AK Interactive. Ist klar, dass man da als Farbhersteller natürlich dann anderen Marken keinen Raum gibt. Ja, wir können trotzdem damit arbeiten. Ja, dann startet hier der Zusammenbau. Die Abbildungen sind im Grunde identisch zu den Abbildungen, die wir auch in der Bauanleitung vom ICM-Bausatz finden. Ich würde nur sagen, die Strichstärke ist ein bisschen feiner hier, aber es ist im Grunde identisch. Ja, da fangen wir hier an mit dem Leiterrahmen. Besteht aus mehreren Teilen. Ja, manch einer mag das nicht so. Erfahrungsgemäß ist es aber so, bei den ICM-Bausätzen passt es wirklich hervorragend zusammen. Also ich habe da schon mehrere LKW-Bausätze gebaut von denen. Das war immer ein Träumchen. Also wirklich hervorragend. Ja, so bekommen wir dann auch eben entsprechend viele Details ans Modell. Dieser gekröpfte Leiterrahmen ist ja eigentlich auch, sage ich mal, das Hauptmerkmal vom Unimog. Meines Wissens nach war der Unimog 404 auch der erste, der diese Bauweise hatte. Finde ich also toll, dass das hier eben dann auch entsprechend repräsentiert wird. Da kommen ein paar Anbauteile ran. Hier die Federn. Dann geht es hier an den Motor und ans Getriebe. Auch das liegt bei. Recht anständig detailliert, würde ich mal sagen, wenn ich mir das jetzt hier so anschaue. Natürlich kann man da immer noch eins drauflegen und vielleicht noch ein paar Kabel ergänzen oder so. Aber grundsätzlich das ist schon mal toll, dass der Motor an sich schon mal beiliegt. Simultan finden wir hier auch immer ein paar Farbangaben. Dann können wir bei der Bemalung hier auch schon alles richtig machen von Anfang an und die einzelnen Komponenten eben schon lackieren, falls wir das wollen. Ja, dann hier Abgasrohr, Antriebswelle. Der Unimog hatte einen zuschaltbaren Allradantrieb, soweit ich weiß. Dann hier die Tanks, Lenkgestänge, Achsen, Staukisten. Also das Ganze ist sehr übersichtlich, große Abbildungen und pro Bauschritt werden auch nicht zu viele Bauteile hier irgendwie verwendet. Hilft also bei der Übersichtlichkeit ganz enorm. Ja, dann werden hier die Achsen eingebaut. Ja, Portalachsen, ein weiteres Merkmal vom Unimog, was ganz entscheidend ist für die Geländegängigkeit eben im Verbund mit dem Leiterrahmen. Der Rahmen, der kann sich auch so ein bisschen verwinden, sage ich mal. Ist auch ganz interessant, was man eigentlich bei anderen Fahrzeugen so nicht sieht. Ja, dann hier noch so allerlei Gestänge, was hier reinkommt. Also ich finde es prima, dass das hier so vollständig dargestellt ist. Hier wird nichts vereinfacht, auch wenn es nur die Unterseite ist, von der man später nicht mehr viel sieht. Finde ich also ganz toll. Dann hier die Reifen. Das bezieht sich hier auf die falschen, zu klein geratenen Reifen vom ICM-Bausatz. Wir haben aber hier auch den Hinweis, dass wir die beinhalteten besseren Resinreifen verwenden können. Also ist hier alles dargestellt. Ich denke auch jeder, der den Bausatz kauft, wird die Resinreifen verwenden wollen. Das ist eigentlich der einzige Sinn von dem Bausatz. Damit wäre das ganze Fahrgestell mal erledigt und es geht weiter mit dem Führerhaus. Hier der Boden des Führerhauses. Pedale werden eingebaut und ein paar
einzelne Platten, Kotflügel und so weiter. Auch hier ist es wieder so, Passgenauigkeit muss man ein bisschen aufpassen vielleicht, aber erfahrungsgemäß ist es bei ICM-Bausätzen doch ganz gut. Ja, macht einen schönen Eindruck. Davon kann man ja tatsächlich später auch relativ viel sehen. Motorhaube liegt separat bei und könnte man dann auch dementsprechend geöffnet bauen, was natürlich geil ist, weil wir ja den Motor mit dabei haben. Also das ist doch wirklich eine feine Sache. Da kommen wir, glaube ich, alle auf unsere Kosten. Ja, dann hier die Sitze, ja, ganz einfach gehalten, 2 Bauteile, wunderbar. Türen liegen separat bei, kann man geöffnet bauen, ja, wunderbar. Dann hier haben wir ein paar Varianten. Bei manchen Fahrzeugen wurde die Windschutzscheibe abgenommen. Ja, es liegt trotzdem bei. Auch das Verdeck braucht man jetzt vielleicht nicht bei jeder Variante, aber es wäre dabei, man kann es einbauen. Ist halt immer die Frage, wie gut das detailliert ist. Weil ich sag mal, im Plastikspritzguss sind solche Verdecke oft nicht so gut. Zumindest tendenziell. Dann geht es hier an die Pritsche. Ja, eigentlich nicht viel dran. Ein paar Platten, die man da eben zusammensetzen muss. Hier dann auch noch hier die Spriegel. Die liegen auch bei, wenn man die verwenden möchte. Ja, Halterungen für den Reservekanister. Hier noch eine Werkzeugbox. Ja, da ist nicht viel dran. Also ich denke, der Bausatz ist jetzt vielleicht auch ganz gut geeignet für Leute, die vielleicht eher aus dem Automodellbereich kommen und vielleicht mal ein bisschen was Militärisches probieren wollen, ohne gleich sich mit irgendwelchen kleinen Laufrollen und Ketten irgendwie befassen zu müssen. Da wäre das eigentlich ein ganz netter Einstieg. Ja, dann ist der Unimog eigentlich schon fast beieinander. Da bauen wir jetzt hier vorne noch ein paar Kleinteile ein. Hier für die Scheinwerfer, so Schutzbügel, Scheibenwischer, Rückspiegel und so weiter. Ein Unterschied zum ICM-Bausatz ist hier dieses kleine runde Teil. Das liegt beim ICM-Bausatz nicht bei, was auch ein kleiner Fehler ist. Da war eine taktische Markierung drauf bei der Bundeswehr und ICM hat dann nur ein Abziehbild dabei. Das war aber eigentlich eben auf so einem runden Schild und das liegt hier eben auch als 3D gedrucktes Bauteil bei. Also wieder ein Pluspunkt für diesen Bausatz. Ja, und dann hier noch das Maschinengewehr mit der Lafette, was wir eben bei manchen Fahrzeugen brauchen. Ja, total cool, dass das beiliegt. Also das macht einiges her. Ja, und dann sind wir auch schon bei der Bemalungs- und Markierungsanleitung. Insgesamt bekommen wir hier 8 Fahrzeuge in diesem Bausatz. Das ist echt eine Menge und das finde ich auch super, dass wir hier so viel Auswahl bekommen. Das ist ein Trend, da würde ich mir wünschen, dass andere Hersteller da vielleicht auch mal aufspringen und ein bisschen mehr Varianten ihren Bausätzen beilegen. Meistens sind es so 2 oder 3 Varianten. Das ist okay, aber je mehr, desto besser, würde ich sagen. Und hier haben wir 8 Varianten zur Auswahl. Das ist echt top. Also gerne mehr davon. So, das erste Fahrzeug hier, ein britisches Somerset and Cornwall Light Infantry, Berlin Infantry Brigade 1965. Einfach nur in grün, dafür aber mit jeder Menge Markierungen. Was ich jetzt nicht so gut finde, ist, dass sie hier Recommended Finishing Products, also hier werden noch so allerhand Alterungsprodukte von AK aufgelistet. Braucht's nicht. Also ganz ehrlich, das ist eine nette Werbemaßnahme, aber das suggeriert so ein bisschen, dass das Fahrzeug eben genau so gealtert werden soll. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die Hälfte der Leute, die das bauen, machen das dann auch so. Wäre ein bisschen langweilig, weil die wären ja dann so ein bisschen identisch, sage ich mal. Also
Ich würde mich da eher dafür einsetzen, die Leute, dass sie ein bisschen kreativ werden und sich selber was überlegen, anstatt hier schon was vorzugeben. Und die haben eben bei jeder Variante so ein bisschen was anderes drauf. Ja, eigentlich Quatsch. So, hier das zweite Fahrzeug. Das ist das, was mich interessiert. Portugiesische Armee, Mosambik 1973. Das ist natürlich total cool, weil im Grunde genommen wollte ich genau dieses Fahrzeug bauen mit dem ICM-Bausatz. Hier ist es dann schon beinhaltet. Dann das dritte Fahrzeug, Sahara Crossing, Niger 1974. Also anscheinend eine Expedition oder eine Rallye. Also auf jeden Fall ein ziviles Fahrzeug in dunkelblau. Finde ich auch toll. Der Unimog war ja eben nicht nur ein Militärfahrzeug, sondern wurde ja auch stark im zivilen Bereich benutzt. Und da hat man eben alle Möglichkeiten mit so einem Bausatz. Dann hier ein französisches Fahrzeug, 11. Jägerregiment, Berlin 1981. Auch wieder recht farbenfroh von den Markierungen her, obwohl das Fahrzeug an sich eigentlich nur grün lackiert ist. Aber ist ganz nett. Dann hier noch ein ziviles Fahrzeug, Allround Rüstungen GmbH, 1985. Hier in so türkisblau. Ja, warum nicht? Also ich finde das toll. Ich würde mir auch wünschen, dass ICM noch mehr Unimogs rausbringt. Also der Unimog 406, der wäre natürlich optimal. Aber auch andere Unimogs, die ganz frühen, die späteren, spielt gar keine Rolle, weil man kann damit einfach alles machen. Zivile Themen, militärisches, angefangen beim Fahrzeug, was bei der Straßenmeisterei ist, bis hin zum Militärfahrzeug. Ja, alles möglich. Finde ich einfach genial. Und AK hat es verstanden und hier eben 2 zivile Varianten beinhaltet. Dann hier Nationalgarde, Kroatien 1991. Das ist auch interessant. Und hier noch so ein Fahrzeug, auch von der Nationalgarde, mit einem sehr verwegenen Tannmuster. Ja, da wurde viel improvisiert natürlich. Finde ich super. Und die letzte Variante hier, Armee von Uganda, Action Movie 1995. Mir ist bekannt, dass es in Uganda eine kleine Filmindustrie gibt. Captain Alex zum Beispiel wäre da ein Vertreter von den Filmen. Anscheinend leihen die sich dann ab und zu auch mal ein Fahrzeug von der Armee aus, damit sie da Filme drehen können. Schön ist auch, dass wir hier sozusagen die Vorlage haben, um eben die Windschutzscheibe zu maskieren. Könnte man also hier passend dann eben Klebeband drüber machen und dann passend ausschneiden. Das ist doch ganz praktisch. Ja, und das wäre es auch schon. Also eine sehr schöne Bauanleitung, sehr übersichtlich. Dass es jetzt von AK so ein bisschen auch zu Werbezwecken genutzt wird, gut, ist halt so. Wir sind ja alles freie Menschen, wir müssen dem ja nicht folgen. Dafür haben wir hier sehr viele Markierungsvarianten. Das ist top und freut mich riesig. Schauen wir uns jetzt die Bauteile näher an. Hier der Spritzling A. Da finden wir eine wilde Mischung an Teilen. Bauteile für den Leiterrahmen, Stoffverdeck, Motor, Motorhaube, Türen, da ist alles Mögliche dran. Querbeet gemischt. Ja, hier der berühmte gekröpfte Leiterrahmen. Ja, besteht aus mehreren Komponenten, aber erfahrungsgemäß ist da die Passgenauigkeit ganz prima. Wir haben hier an der Innenseite ein paar kleine Auswerfer, aber damit können wir leben. Außen sieht super aus. Da ist nichts im Weg. Ja, Motor und Getriebe. Mehr als ausreichend detailliert. Das sind hier die Einstiegstüren. Und hier auch die Seite vom Führerhaus.
Ja, da nehme ich schon mal sehr wohlwollend zur Kenntnis, dass keine Auswerfer an der Innenseite zu sehen sind, die wir dann irgendwie aufwendig versäubern müssten. Das ist doch schön. Die Motorhaube hat hier auch den Mercedes-Stern dran. Das hier der Rahmen, wo die Motorhaube dann reinkommt. Auch hier keine Auswerfer auf der Innenseite. Also es wird schon gehen. Wenn ich da so an andere Bausätze denke, Border Model zum Beispiel, die platzieren ihre Auswerfer überall, mitten rein. Ja, hier in den Ecken von dem Stoffverdeck, aber das ist harmlos. Kleine Auswerfer, da stören sie nicht. Ja, wie ich es mir auch gedacht habe, das Stoffverdeck, das ist sehr glatt, gar keine Stofftextur. Also, da ein paar Falten, das wäre schön. Oder ein bisschen mehr Textur. Also, würde ich eher nicht verwenden. Würde ich vielleicht schauen, ob ich das ersetzen kann durch vielleicht was aus Resin oder 3D-Druck. Ja, das sieht doch spitze aus. So wie wir das auch von dem modernen Bausatz erwarten. Dann haben wir hier den Spritzling B. Auch hier wieder eine wilde Mischung. Hauptsächlich aber Teile vom Führerhaus. Da schauen wir doch gleich mal den Kühlergrill an. Also da würde ich doch mal sagen, besteht keinerlei Notwendigkeit, da irgendwie ein Fotoetzteil zu verwenden. Das sieht spitze aus und der Mercedes-Stern ist auch dabei. Auf dem Packungsbild ist der Stern nicht abgebildet, aber auf dem Bauteil ist es drauf, da wo es zählt. Das ist natürlich immer so eine Frage von den Lizenzen. Anscheinend hat ICM da die Lizenz dafür. Genau, und dann müssen wir auch hier nichts machen und uns irgendwie einen Mercedes-Stern irgendwo ja, als Fotoetzteil besorgen oder irgendwie selber irgendwie hinfeilen. Das ist doch schon mal prima. Dann hier der Boden des Führerhauses. Schön detailliert. Alles ganz scharf abgesetzt. Und auch keine Auswerfer an der Unterseite. Also weder da, wo man es sehen kann, noch da, wo man es nicht sehen kann. Hey, das ist doch prima. Weil das ist was, das ärgert mich, wenn man Auswerfer dann sehen kann. Und die dann auch noch irgendwo platziert sind. Hier wäre es ganz blöd, wo dann auch Details wirklich in unmittelbarer Nähe sind. Das ist hier nicht so ganz durchdacht eigentlich. Ja, die Bauteile haben auch nicht viele Verbindungsstellen zum Spritzling. Ist also schnell ausgelöst und versäubert. Selbst hier so komplizierte Teile wie das Abgasrohr. Das ist nicht aufwendig beim Versäubern. Ja, Instrumentenbrett. Gut, das ist jetzt auch so eine Mode geworden mittlerweile, dass nicht nur Flugzeugcockpits mit aufwendigsten Instrumentenbrettern ausgestattet werden, sondern mittlerweile ist es auch bei den Fahrzeugen angekommen. Da Quinta Studios und wie die heißen, da gibt es ja alles mittlerweile. Ich finde es ein bisschen übertrieben, aber warum nicht, wenn es einen glücklich macht. Mir reicht das Detail, was ich hier vorfinde. Ne, das ist echt prima. Also hier Kotflügel. Auch keine Auswerfer da. Also hey, ist doch super. Das ist ein Bausatz wie für mich gemacht. Gut, ich habe ja auch danach verlangt vor einiger Zeit und ein gutes Jahr später kam dann der Bausatz schon auf den Markt. Also das ist doch prima. An Spritzling C finden wir die Teile für die Pritsche. Die ist relativ einfach aufgebaut. Ein Unterteil, Seitenwände und dann noch ein paar Spriegel und Staukästen und so weiter. Nichts Besonderes. Textur könnte vielleicht ein bisschen ausgeprägter sein, aber eigentlich ist das voll okay. Das reicht. Normalerweise würde man ja so eine Ladefläche auch irgendwie
ja, beladen mit irgendeinem Zeug. Also so viel sieht man davon später eigentlich nicht mehr. Unterseite, da haben wir hier alle möglichen Löcher, wo dann andere Bauteile noch montiert werden. Ja, keine Auswerfer zu sehen. Das hier sind die Spriegel, die sind optional. Kann man dann an die Bordwände noch packen. Ja. Super scharf detailliert. Hey, da falle ich ja fast vom Glauben ab. Super. Und keine Auswerfer. Nirgendwo nervige Auswerfer. Ja, es wird schon gehen. Es wird schon gehen. Also die anderen Hersteller sind einfach nur zu faul. Die machen sich's einfach und wir können dann schauen, wie wir mit den Auswerfern klarkommen. ICM hat das gescheit gemacht. Von Anfang an. Der größte Spritzling des Bausatzes ist der Spritzling D und hier finden wir allerlei kleine Fitzelteile, die vornehmlich an den Rahmen des Fahrzeugs kommen. Ja, das sieht hier nach Motor aus, welche Zahnriemen und so weiter. Das sind hier die Schutzbügel für die Scheinwerfer. Und da sehe ich ein bisschen Fischhaut hier drin. Das ist, glaube ich, der erste Makel, den ich hier überhaupt entdecken kann. Obwohl die Teile hier sehr fragil sind eigentlich, es ist nichts abgebrochen. Auch das Ganze zum Auslösen, das sollte relativ pflegeleicht sein. Grad ist keiner zu sehen. Jetzt bis auf die eine Stelle hier auch keine Fischhaut, keine Sinkstellen. Hey, das ist so eine hohe Qualität. Ein Träumchen. Ja, hier diese, was sind das, diese Gummimanschetten für die Federn. Die sind hier zweiteilig. Nicht so elegant. Muss man halt dann mit einer Vogelzungenfeile vielleicht ein bisschen nachbearbeiten später, dass man dann da den Übergang nicht so sieht und vielleicht noch ein bisschen Mr. Surfacer drüber packen und dann müsste das eigentlich passen. Aber gut, irgendwo kommt der Formenbau dann auch an seine Grenzen. Ja, viele Kleinteile, Gestänge. Außenspiegel haben wir 2 Varianten zur Auswahl. Das Lenkrad. Hey, sehr fein. Allerdings nicht ganz leicht zum Auslösen. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Hey, was will man da groß meckern? Also hier gibt's nichts zu meckern. Das freut mich echt tierisch. Ich versuche ja immer zu vermeiden, wenn ich so einen Bausatz auspacke, dass ich da sozusagen durch die rosarote Brille schaue. Sondern ich versuche da immer ganz knallhart zu sein, auch wenn ich das Fahrzeug oder den Hersteller gern mag. Ich nehme das immer möglichst neutral unter die Lupe. Aber was ich hier zu sehen bekomme, das gefällt mir echt gut. Also ein Träumchen. Da muss ich mich, glaube ich, in Bälde mal ransetzen an den Bausatz. Hilft nichts, weil der lacht mich richtig an. Also ich sehe hier nichts, was irgendwie nervig sein könnte, was irgendwelche Probleme machen könnte. Einfach die Bauteile auslösen, bisschen versäubern und zusammenkleben, ohne irgendwelche Mätzchen. Klassikteile bekommen wir auch ein paar. Vornehmlich eben für die Windschutzscheibe und auch für die Scheinwerfer, vorne die Gläser. ICM macht wirklich ganz passable Klassikteile, wie man sehen kann. Also die sind sehr transparent. Da bildet sich hier nicht so Schlieren oder dass es sich irgendwie verzerren würde. Also sehr transparent. Besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Die Teile sind auch relativ dünn. Könnten vielleicht ein bisschen dünner sein, aber das ist jetzt wirklich so, als ob ich hier das Haar in der Suppe suchen würde. Also wirklich prima und auch hier wenig zu versäubern und keine Makel zu sehen. Wunderbar.
An Spritzling F haben wir dann die Felgen und diese Endstücke, die dann an die Achsen kommen. Das sind eigentlich die einzigen Teile, die wir hier brauchen, weil die Felgen sind ja zu klein für die Reifen. Brauchen wir daher nicht. Würde aber ganz nett ausschauen eigentlich. Aber das werden wir nicht verwenden. Dasselbe gilt für die Gummireifen. Die werden wir auch nicht verwenden, da sie einfach zu klein sind. Prinzipiell schön detailliert, aber halt nicht wirklich korrekt. Gibt es natürlich Leute, die das nicht stört, aber ja, wenn man es weiß und wenn man es einmal gesehen hat, dann ist da ein bisschen die Luft raus und dann will man wirklich die richtigen Reifen haben. Dagegen machen die Resin-Reifen eine bessere Figur. Die sind auch sehr schön detailliert und in der richtigen Größe. Wenn ich das mal hier so aufeinander halte. Man kann schon sehen, der Unterschied ist nicht unerheblich. Ja, wie gesagt, wenn es einen nicht stört, ist es okay, aber die Resin-Reifen sind auf jeden Fall die bessere Wahl. Sehr schön detailliert und wir haben hier auch so ein bisschen den Effekt, dass hier so ein bisschen das Gewicht dargestellt ist. Also die Reifen, die sind unten so ein bisschen breiter unten. Das ist der Reserve-Reifen, der ist natürlich nicht belastet, aber die anderen Reifen sind belastet. Ganz minimal. Ich mag das nicht, wenn der Effekt so übertrieben ist. Hier ist das, finde ich, genau richtig. So ein bisschen eben. Ja. Zum Versäubern ist hier nicht viel. Man macht unten den Klotz weg. Da steht ja das Modell dann später auch drauf. Also da muss man eigentlich nichts weiter machen. Und hier das Reifenprofil, wunderbar. Also auch hier wieder Bestnote. Und dann haben wir noch die 3D gedruckten Teile. Die befinden sich hier noch auf der Grundplatte. Da ist noch einiges zum Versäubern, aber die Verbindungsstellen, die sind sehr dünn, wenn auch zahlreich. Mit einem scharfen Skalpell kommt man da ganz gut hin. Ja. Maschinengewehr, ich weiß gar nicht, was das für eins ist, ehrlich gesagt. Sieht jetzt nicht wirklich bekannt aus, aber ich bin jetzt da auch kein Experte, was so modernere Waffen angeht. Ja, dann hier die Lafette mit der Grundplatte. Jetzt zweiteilig hier die Grundplatte und unten das Stück und dann hier noch das obere Teil und dann hier, wie vorhin schon erwähnt, dieses kleine Schild, was eben vornehmlich eben für die Bundeswehrfahrzeuge relevant ist, was beim ICM-Bausatz eben fehlt. Ja, der Druck ist gut, ich kann jetzt hier keine Stufen erkennen oder irgendwelche Unsauberkeiten. Das ist gut. Also eine schöne Dreingabe, die uns das Leben ein bisschen leichter macht und wir können so eben einen bewaffneten Unimog bauen. Zum Schluss noch der Abziehbilderbogen. Bei 8 Varianten kommen einige Abziehbilder zusammen. Ja, militärisch, zivil, alles Mögliche. Die sind von Kartograf, das ist immer gut. Die werden mitunter die besten Abziehbilder machen. Man kann sehen, der Trägerfilm ist recht klein gehalten, was uns das Leben auch immer leichter macht. Und der Druck ist natürlich perfekt. Also hier ist nichts irgendwie versetzt oder unsauber. Also besser kann man Abziehbilder eigentlich kaum machen. Also echt prima. Finde ich gut, dass da AK nicht gespart hat und eben einen vernünftigen Hersteller damit beauftragt hat, weil es wäre echt schade, wenn dieser sehr gute Bausatz dann eben irgendwelche schlechten Abziehbilder dabei hätte. Das wäre echt lächerlich. Von dem her alles richtig gemacht. Wie ihr euch sicher denken könnt, hatte ich in meiner Modellbaukarriere schon sehr viele Bausätze in den Händen, habe auch sehr viele davon schon gebaut. Und man entwickelt dann im Laufe der Zeit einfach so ein gewisses Auge dafür, welche, sage ich jetzt mal, Konstruktionsweisen gut funktionieren und welche problematisch sind.
und manche Hersteller haben einfach schlechte Angewohnheiten. Sieht man immer wieder, dass manche Lösungen, die eben anbieten in ihren Bausätzen, einfach nicht wirklich elegant sind oder sehr schwierig sind oder überhaupt nicht funktionieren. Deswegen, wenn ich mir den Bausatz anschaue, habe ich das immer im Hinterkopf. Und bei diesem Bausatz hier von ICM bzw. AK Interactive konnte ich nichts entdecken, was mich irgendwie gestört hätte, wo ich das Gefühl hätte, dass das problematisch sein wird. Also das macht schon wirklich einen sehr guten Eindruck. Und ja, ihr wisst es ja, wenn ihr öfter meine Videos anschaut, die meisten Bausätze, da ist immer irgendwo eine Kleinigkeit, wo ich sage, ja, muss man ein bisschen aufpassen oder schauen, aber hier eigentlich nicht. Also das ist wirklich erstaunlich, wie durchdacht das Ganze ist. Darüber hinaus finde ich es einfach genial, dass wir jetzt endlich mal einen neuen Unimog-Bausatz sehen. Ich hoffe, da kommen auch noch mehr nach. Wie ich schon im Video erwähnt habe, ein Unimog 406, das wäre mein Traum. Der 404er ist auch cool, aber der 406er, das wäre natürlich schwer zu überbieten. Da wäre ich wirklich sehr happy. Aber vorläufig nehmen wir, was wir kriegen können. Ich habe nach einem Unimog verlangt und hier ist er. Außerdem bietet der Bausatz von AK einen doch gehörigen Mehrwert gegenüber dem Grundbausatz von ICM. Der ICM-Bausatz kostet ungefähr, je nachdem wo man schaut, zwischen 32 und 36 Euro. Der Bausatz von AK kostet 37 Euro. Das ist zwar ein bisschen mehr, aber wir bekommen hier jede Menge zusätzliche Markierungsvarianten. Wirklich eine tolle Auswahl. Beim ICM-Bausatz sind eigentlich nur Bundeswehrfahrzeuge drin. Und man muss ja sehen, hier sind auch noch die Resinreifen dabei. Und noch ein bisschen anderes Gerümpel, was jetzt nicht so ins Gewicht fällt. Das wirklich Relevante sind die Resinreifen. Man will bei dem Unimog einfach die richtigen Reifen haben. Die sind hier dabei und wenn man sich jetzt mal anschaut, man kennt ja die Preise, die so auf dem Markt verlangt werden für einen Satz Resinreifen. Ich sag mal, unter 15 Euro wird es eigentlich nicht gehen. Eher 20 Euro. Und da fallen jetzt die, sag ich mal, maximal 5 Euro mehr, was der AK-Bausatz kostet, überhaupt nicht ins Gewicht. Also ich würde euch nahelegen, wenn ihr so einen Unimog bauen wollt, nehmt den von AK. Das wäre es jetzt mal fürs Erste. Ich hoffe, ihr fandet die Bausatzbesprechung interessant und hilfreich. Bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.